Hey, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Seit wir das letzte Mal gespielt haben, ist das Update rausgekommen und ich spiele jetzt auf der 1.18. Und ihr wisst, was das bedeutet. Vielleicht wisst ihr nicht, was das bedeutet, aber mit der 1.18 wurden die neuen Höhlen hinzugefügt. Heißt, theoretisch müsste mein Bedrock jetzt weg sein und ich sollte in der Lage sein, mich da weiter runter zu buddeln. Und yes. Ich würde mich, glaube ich, einfach hier weiter runter buddeln und nachschauen. Glaube, dass hier schon Bedrock war. Welche Höhe bin ich? -4, yes! Oh, und hier ist auch direkt eine Höhle. Okay, awesome. Also unter unserem vorherigen Bedrock-Layer sind jetzt neue Höhlen. Und noch gibt es keine neuen Blöcke oder so, aber es gibt halt Moosblöcke und so, die ich bis jetzt in meiner Welt noch nicht geholt habe. Die sollte ich jetzt theoretisch einfach in Höhlen finden können. Und insgesamt sind die Untergrundhöhlen fancy. Und man kann jetzt Tuff einfach bekommen. Hier ist eine ganze Höhle aus Tuff. Es war davor mega schwierig, Tuff zu farmen und ich brauche relativ viel Tuff dann für meinen Berg, wenn ich die Textur dahin zufügen möchte. Amazing. Dang, ich will so eine fancy Mooshöhle. Ich brauche Moos, dann kann ich meinen Berg fertig machen. Moos ist cool. Ich habe eine Riesenhöhle gefunden, Leute. Die ist anders als die langweiligen Gänge, durch die ich gerade die ganze Zeit gegangen bin. Dang. Ist pretty big. Weil es hat kein Moos, wie ich eigentlich suche. Aber es ist groß und cooler als vorherige Höhlen, I guess. Das ist weird. Ich habe mich gerade woanders nochmal angefangen runter zu buddeln. Und hier ist auf einmal wieder Stein in dem Layer. Für gewöhnlich war es dann immer durchgehend nur Deep Slate. What up? Warum ist es hier steinig? Ah, hier ist wieder Deep Slate. Okay, ich schätze, auf den tiefen Stufen kann trotzdem auch normaler Stein auftreten. Okay. Da sind so Lilypads. Also, nicht Lilypads, die Special-Dinger. Ein weißes Axolotl. Dang. Ich habe so einen verblumten Tunnel gefunden und so ein Ding. Wie baut man die ab? Muss ich die mit Silk Touch abbauen? Kann ich einfach so mitnehmen? Dang, this is pretty. Hold up, ich will den Shader reintun und schauen, wie das aussieht. Dang. Der Tunnel ist fancy. I like it. Das ist die erste nice Höhle, die ich gefunden habe. Die anderen waren alle langweilig. Die ist awesome. Okay, kann ich die einfach mitnehmen? Nice. Ich glaube, ich brauche nur Moos, dann kann ich das andere alles einfach vom Moos aus wachsen lassen. Okay, wait, kann ich das einfach... Yes. Big Drip Leaf. Und die kleinen hier? No, I broke it. It was so pretty. Oh. Wait, vielleicht brauche ich eine Schere, um die abzubauen. Oh, hier ist nicht nochmal so ein kleines. Oh, das sah so fancy aus. Oh man, I ruined it. Okay, wie kann ich das da abbauen? Ich will das nicht aus Versehen kaputt machen. I want this. I need this. It's so pretty. Soll ich es mit der Schere einfach versuchen? I'm scared. No, ich google es. Ich will die nicht kaputt machen. Goddammit, die kleinen Cuten hätte ich wirklich mit der Schere abbauen können, aber ich habe sie schon kaputt gemacht. Ah, die können anscheinend auch von einem Wandering Trader verkauft werden. Okay. Der Text, der im Wiki dabei steht, ist verwirrend, ob man es abbauen kann oder nicht. I try it. Wish me luck. Yes. I got it. It's so pretty. Ich weiß nicht, wo ich es hinhängen werde, aber... It's mine now. Ist hier irgendwo noch... Kriege ich hier irgendwo noch mal so cute kleine Drip Leaves her? Okay, da unten sieht es aus, als würde es nicht mehr fancy grün sein.
Aber hier geht's noch weiter. Ich höre Zombies. Oh shit, hier ist ein Spawner in meinem fancy Grün. Wait, jetzt ist halt so ein Zombie-Spawner theoretisch sehr viel näher an meinem Haus. Als der, den ich bisher habe. Okay, mal schauen, ob wir denn hier noch eine Zombie-Farm aufbauen wollen. We could. Aber anscheinend habe ich legit mein eines hübsches kleines Strip Leaf, was ich bekommen hätte können, kaputt gemacht. RIP kleines cute Strip Leaf. Ich dachte, mit meiner Stick-Touch-Spitzhacke wäre es fine. It was not. It was not fine at all. Well, ich hab, wofür ich gekommen war. Diamond. Hello, pretty. Ich hab jetzt, wofür ich gekommen war. Time to go. Let's build. Okay, ich glaube, man kann Moos einfach weiter wachsen lassen. Also neues Moos herstellen, indem man das in Stein stellt und dann Bone Meal drauf macht. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Berg ein ganzes Stück weiter gebaut. Will kurz probieren, ob ich den relativ easy ein bisschen hübscher machen könnte, indem ich einfach an einigen Stellen Moos reintue und Bone Meal drauf mache und dann einfach das Moos die Arbeit für mich machen kann. Yeah! Awesome! Okay. Also die ganzen Büsche und so will ich nicht unbedingt auf meinem Berg. Aber die kann ich ja wegreißen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das also. Awesome. Ich werde Moos hier als Gras verwenden, weil die Grasblöcke, also wir werden den Berg ja nur von der Seite größtenteils die Grasblöcke sehen und dann würden die einfach nach Dreck aussehen. Ich glaube, dass ich hier auch Dreckblöcke dann mit reinmixen werde, aber wo es halt grasig aussehen soll, brauchen wir quasi Moos. Und kein tatsächliches Gras. Dann muss ich wenigstens nicht komplett manuell einfach durchgehen und hier Stuff wieder ersetzen. Also da ich auch Schnee und andere Blöcke mit reinmixen will, muss ich schon trotzdem ziemlich viel manuell machen, aber das Moos nimmt mir immerhin einen Teil meiner Arbeit ab. That's very nice. So, wenn ich jetzt ein Stück zurückfliege und das mal angucke, was ich gerade mit dem Moos gemacht habe. Okay. Yeah, that can work. Alright. Jetzt, wo der Berg langsam Form annimmt und hier immer weniger hässlicher Stein im Boden ist und es langsam tatsächlich anfängt, hier hübsch in der Gegend auszusehen, gibt es noch eine Sache, die ein bisschen Dorn im Auge ist. Wir brauchen eine Eselfarm. Wir brauchen einen ordentlichen Ort, wo alle unsere Esel hinkommen. Also wir müssen eine kleine Scheune für die bauen. Und wir werden das Ganze hier drüben tun. Ich habe die Gegend schon ein bisschen weiter abgeflacht. Hier haben wir einen wunderschönen Ausblick über die Wiese unten. Wir können den beautiful Berg von hier aus sehen. Und wir haben leider noch einen hässlichen Berg dahinter. Das heißt, ich muss noch mehr Berge terraformen. Aber bauen wir erstmal das Haus an sich. Let's go. It is done. Ich habe eine Scheune gebaut. Mit einem kleinen eingezäunten Bereich, wo die Esel chillen können. Das heißt, ich muss demnächst 90 Billionen Esel hier rüberholen. Ich wollte nicht einfach einen Zaun komplett normal, nur eine Art von Zaun rundherum bauen. Das hätte ich langweilig gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das so darstellen soll, aber theoretisch habe ich durchprobiert, dass durch keine dieser Lücken ein ausgewachsener Esel durchpasst. Also es sollte safe sein. Deswegen ist auch hier drüben der Eingang so wonky, damit keine Esel durchlaufen können. Theoretisch sollten die also legitim hier drin bleiben. Ansonsten wird der Weg dann da hinten irgendwie zusammengeschlossen. Und dann können wir hier in die Scheune rein. Hier habe ich schon weiter meine Esel gezüchtet. Dann kann ich in einige Stelle all meine Esel einsortieren, die irgendwie mehr wert sind. Und alle Esel, die stupid sind, können draußen stehen. Goddammit, natürlich verlässt du mich jetzt, Sonne. Guten Morgen, Esel. Ich habe auch den OG Gunpowder rübergeholt. Gunpowder behält natürlich auf ewig hier seinen Stall drin, auch wenn Gunpowder mittlerweile der schlechteste Esel ist, den ich habe, aber I still love you, Gunpowder. Yes, I will always love you, Gunpowder. Hier, nimm eine Goldmöhre.
Enjoy! Anyway, yes. Hier sind unsere ganzen Ställe. Dann können wir hinten auch wieder rausreiten. Dang, jetzt regnet es sogar noch. Hier der Berg muss, wie gesagt, noch irgendwie irgendwann umgeformt werden, um hübscher zu werden. Und dann war hier schon von sich aus. Sah es schon ein bisschen aus, als könnte hier perfekt eine Straße durchgehen. Also werde ich das wahrscheinlich tatsächlich machen, dass man hier irgendwie durchkommt und dann, keine Ahnung, mehr wieder an den Sumpf kommt, keine Ahnung. Und sich hier ein kleiner Weg durchschlängelt. Ansonsten, hier ist ein nicer Kran, über den Heuballen hochgehoben werden können, um ein bisschen bei der Steampunk-Thematik zu bleiben, die der Slime Shop in die Welt gebracht hat. Ich habe noch nicht genug Heuballen, um tatsächlich so viele hier zu platzieren, wie ich gerne hätte. Und ich habe hier insgesamt, hier kommt wahrscheinlich auch noch Coarse Dirt in den Boden, aber I don't want to right now. I'll do it another time. Dann hier kann auch ein Weg runtergehen. Keine Ahnung. Vielleicht kann da unten ein kleiner Hafen für irgendwie einfach Fischerboote hin oder so. I don't know. Das ist der Sumpf. Theoretisch würde ich irgendwann auch gern was spooky Sumpf-thematisiertes da bauen. But not for now. Mal schauen, ob hier irgendwie noch eine Straße runtergehen wird. Oh boy, ein richtiger Thunderstorm. Okay, wait, für die YouTube-Compression schlafe ich direkt nochmal. Sonst ist für euch alles pixelated. So, 36 Stunden durchgeschlafen. Oh shit, es können Monster spawnen, während es gewittert? I didn't know about that. Das ist neu. Oh, richtig. Ich halt eine Möhre. Geh weg. Ja, ansonsten haben wir hier hinten noch eine kleine Abstellfläche mit einer Leiter. Und hier oben sind noch nicht annähernd so viele Heuballen, wie ich gerne hinstellen würde. Und die Stapel sind schon hohl. Ich habe schon versucht zu sparen. Und ich habe versucht, irgendwie was Cooles in dem Fenster zu machen, dass nicht einfach nur Glas oder nur irgendwie ein Zaunkreuz oder so reinkommt. I think it looks decent. Danke. Oh, und die kleine Hütte an der Seite kann irgendwie ein Werkzeugschuppen sein. Und eine kleine Werkstatt oder so. Aber es ist noch größtenteils leer. Hier habe ich noch nicht groß drin gearbeitet. Und hier kommt bestimmt auch irgendwie noch mehr Deko hin. I don't know. Also es ist noch nicht 100% fertig. Es fehlen noch ein paar Details. Beziehungsweise der gesamte Hinterhof fehlt quasi noch so ziemlich alles. Aber ich habe gerade erstmal genug daran gearbeitet. Und es ist lang genug her, dass die letzte Folge rauskam. Also, it will do for now. Und ich kann jetzt in einer angenehmeren Umgebung, die tatsächlich dafür gemacht ist, meine Esel weiterzüchten. Well, I guess ich schnapp mir einen Sattel und fange an, all unsere Esel hier rüber zu bringen. Man, es wird ein Pain, die ganzen Esel rüberzubringen, ha? Ach, shut up. Ich könnte sie auch einfach alle freilassen. Aber dann haben wir ein bisschen insane viele Esel hier auf der Wiese. Nicht, dass wir nicht jetzt schon ziemlich viele Esel auf der Wiese hätten. Ich glaube, es gibt tatsächlich so etwas wie zu viele Esel auf der Wiese. Ich habe einen unsichtbaren Zaun platziert. Das ist meine Superkraft. Ich weiß noch nicht, wofür sie nützlich wird. Aber ich bin sicher, sobald ich meinen Sidekick finde, finde ich auch raus, was ich Cooles damit machen kann. War die letzte Folge, in der ich mit Eseln gereist bin, Folge 4? Habe ich unterbewusst die Regel in die Welt gesetzt, dass alle 4 Folgen einmal mit Eseln gereist werden muss? Shit, es ist nicht komplett Esel-safe. Ah, weil die hier hochgehen können. Okay, I can fix this. Beautiful. It's not. Aber es funktioniert. Ich mag nicht, dass der schon Taschen dran hat. But I don't kill donkeys, I would never. Das ist wonky. I don't like it. Tada! Weiß nicht, ob sie jetzt noch drüber gehen werden. Das sieht auch etwas wonky aus, aber etwas weniger wonky, maybe. Probably not. So. Und alle Esel, die jetzt noch frei auf der Wiese rumlaufen, bleiben, schätze ich, erstmal frei auf der Wiese.
Es ist einfach Teil des Worldbuildings, dass diese Scheune mit dem sehr rostigen Dach und sehr fragwürdigen Zaun halt ab und zu Esel verliert. Was man verstehen kann, wenn man sich den Zaun anschaut. Was nice ist daran, so einen wonky Zaun zu haben, ist, dass man selbst einfach überall durchgehen kann. Ich muss nicht zur Tür gehen. Ich kann so ziemlich an jeden Punkt einfach rein und raus gehen. Unsere Eselfarm sieht jetzt tatsächlich auch aus wie eine Eselfarm. Man kann nie zu viele Esel haben, richtig? Ich werf gerade immer einen Stein einfach hin, weil der Timer, bis man Esel wieder breeden kann, ist 5 Minuten. Und zufällig ist der Timer, bis ein Item despawnt, auch 5 Minuten. Deswegen, immer nachdem ich einen neuen Esel gezüchtet habe, droppe ich gerade einen Stein, damit ich quasi auf einen Blick sehen kann, ob ich die wieder breeden kann. Man kann den weiter Möhren füttern, auch wenn die gerade gar nicht fertig sind, um dann Herzchen über dem Kopf zu kriegen. Und ich habe einige Möhren daran verloren, deswegen habe ich angefangen, es mir zu markieren. Aber, der Stein hat erstens das Risiko, dass ich den wieder einsammle aus Versehen. Und zweitens ist der Stein nicht ganz so offensichtlich, wenn ich einfach hier vorbeilaufe. Deswegen, was, wenn ich was Cooleres dafür baue, was dasselbe macht? Let's see. Was habe ich denn in meiner Redstone-Box alles drin? Okay, theoretisch wäre es ganz cool, wenn wir hier über dem Eingang maybe einfach eine Lampe hätten. Und die immer an ist, wenn die Esel gerade ready sind, um gebreedet zu werden. Let's see. Theoretisch bräuchte ich nicht mal viel dafür. Ich glaube, ich müsste nur, kann hier eine Torch dran machen. Dann müsste ich kurz hochgehen. Wenn hier eine Pressure Plate liegt und hier drin ein Dropper ist, kann ich da aber dann meinen Stein reintun und... Oh, der Stein ist gerade disappeared. Wenn ich den nicht aufgesammelt habe, sind die Esel jetzt breedbar. Theoretisch kann ich dann aber da einen Button hinmachen und... Boop. Ja. That'll do. It's very simple, but it's gonna work. Ich gehe Steine holen und das hier voll machen. Komm her, schneller Esel. Das ist ein Job für dich. Eine weirde Sache, die durchgehend passiert, seit ich auf die 1.18.1 geupdatet habe. In dem kleinen Wasserfall neben meiner Schleimfarm spawnen die ganze Zeit Glowsquids. Jedes Mal, wenn ich hier runterkomme, finde ich 1, 2 so Glowsquid-Arme hier unten. Ich beschwere mich nicht, ich hatte davor keine. Ich habe jetzt über einen Stack. Das sind all meine Glowsquid-Vorräte einfach aus Glowsquids, die da unten von allein in dem Wasserfall spawnen, rausschwimmen und RIP. Wir müssen irgendwie ein Glowsquid-Memorial da unten aufbauen. Hallo, Esel-Family. Okay, du und du. Macht einen neuen, schnellen Esel. Dann kann ich jetzt da meine ganzen Steine reintun und den Button drücken. Und wenn die Lampe wieder ausgeht, kann ich meinen Eseln wieder Möhren füttern. Perfekt. Jetzt muss ich es nur noch von hinten wieder zumachen, schätze ich. Oh, hi, was hast du? Ah, that's not that impressive, huh? Okay. Schönen Tag noch. Man, ich hasse, dass man auf Scaffolding nicht sneaken kann. So, jetzt müssen wir das theoretisch nur auf der anderen Seite noch machen, damit es symmetrisch ist. Aua. Fein, ich kletter hoch dafür. Oh, right. Das ist offen. That's a thing. Perfekt. Und dann können wir in die Mitte irgendwie entweder nochmal was Fancyes aus Zäunen und Treppen bauen oder einfach Glas letzten Endes reinmachen. We'll see. Aber für den Moment versteckt es unseren Dropper. Perfekt. Beautiful. Arsch. Und jetzt kann ich theoretisch tatsächlich, selbst wenn ich was weiter weg bin, sehe ich, oh, die Lampe leuchtet, ich kann wieder bei der Esel füttern. Übrigens, was neu ist mit der 1.18, was ziemlich cool ist, please leave, sir. You're not supposed to be in here. Das ist für Esel, nicht für Lamas. Bitte raus.
Ab der 1.18, dadurch, dass es die sehr viel größeren Höhlen gibt und mehr Höhlen gibt, wurde auch geändert, dass die Monster jetzt in dunkleren Spots nur noch spawnen. Das heißt, früher musste das Lichtlevel auf einem Block über 7 sein, damit keine Monster spawnen können. Aber es wurde jetzt geändert, dass Monster legitim nur noch auf Blöcken, wo gar kein Licht, also Lichtlevel 0 ist, spawnen können. Das heißt, man kann jetzt dunklere Häuser bauen, die trotzdem sicher vor Monstern sind. Which is nice. Man kann jetzt sehr viel atmosphärischer Stuff bauen. Ich glaube, das ist eine meiner favorite Änderungen durch die 1.18. I like it. Und theoretisch hieße das auch, dass unser Zauberwagen jetzt hell genug wäre. Ich habe hier den Teppich reingebaut. Das Glas war ugly. This looks fancier. I like it. Ja, theoretisch wäre das jetzt quasi mob-proof, auch wenn ich das Licht hier drunter wegnehme. Ich habe jetzt eine Falltür mit einem Shroomlight drunter. Das hatte ich geändert, ehe ich auf die 1.18 geupdatet habe. Und quasi noch tatsächlich das hier heller drin brauchte. Theoretisch würde es jetzt auch ohne gehen, aber wenn ich das hier kurz zubaue, dass da kein Licht mehr durchscheint, dann sieht es halt tatsächlich irgendwie auch langweiliger aus. Ich mag eigentlich ganz gern, dass es sieht halt dadurch aus, als würde einfach der Enchantment Table Licht von sich geben. Und normalerweise, wenn man nicht rundherum läuft, sondern nur reinkommt und normal den Enchantment Table nutzt, dann sieht man auch gar nicht, dass dahinter was ist. Also, ich glaube, ich bleibe da trotzdem bei einem versteckten Licht im Boden. I like it. It's fancy. Die Lampe leuchtet. You know what this means? Danke. Beautiful. Anyway, ich würde sagen, das war genug für eine Folge. Die nächste Folge wird hoffentlich nicht ganz so lange auf sich warten lassen, aber ich mache keine Versprechen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Oh no, ich habe meinen Button nicht gedrückt. Ho, knapp. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tüdelü.